Hallo Leute, hier ist David, euer Deutschlehrer von Like Germans. In diesem Video geht es um den Deutschtest für Zuwanderer und den ersten Teil der mündlichen Prüfung. Im ersten Teil der mündlichen Prüfung müsst ihr euch vorstellen und Angaben zur eigenen Person machen. Wie man es richtig macht und wie man es nicht machen sollte, seht ihr im heutigen Video. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann geht auf unsere Patreon-Seite. Dort findet ihr alle unsere Videos zum Runterladen. Den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Heute ist endlich meine DTZ-Probeprüfung. Heute ist endlich meine DTZ-Probeprüfung. Wir üben heute den ersten mündlichen Teil der Prüfung. Wir üben heute den ersten mündlichen Teil der Prüfung. Perfekt, hier ist meine Sprachschule. Ich bin pünktlich, das ist gut. Perfekt, hier ist meine Sprachschule. Ich bin pünktlich, das ist gut. Hallo liebe Schüler, die DTZ mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Hallo liebe Schüler, die DTZ mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Im ersten Teil müsst ihr euch vorstellen. Im zweiten Teil geht es um eine Bildbeschreibung und im dritten Teil müsst ihr mit eurem Partner oder eurer Partnerin etwas gemeinsam planen. Heute schauen wir uns den ersten Teil der Prüfung an. Hier seht ihr eine kleine Liste mit den Dingen, über die ihr sprechen sollt, wenn ihr beim DTZ vorstellt. Diese Liste bekommt ihr auch während der Prüfung. Name, Geburtsort, Wohnort, Arbeit, Beruf, Familie und Sprachen. Ihr müsst dann zu jedem Punkt ein paar Sätze sagen. Das Ganze sollte nicht länger als 1 bis 2 Minuten dauern. Wichtig ist, dass ihr zu jedem der Punkte ein paar Informationen gebt. Es reicht nicht aus, nur ein paar einfache Sätze zu sagen. Hier ist ein Beispiel, wie ihr es nicht machen sollt. Hallo, mein Name ist Paula González. Ich komme aus Spanien. Ich wohne in Berlin. Ich arbeite als Sekretärin. Ich bin verheiratet. Ich spreche Spanisch und Englisch. Was war hier das Problem? Genau, die Person hat keine zusätzlichen Informationen gegeben. Es waren immer dieselben einfachen Sätze. Das geht in der A1 oder A2 Prüfung, aber nicht beim DTZ. Ihr müsst hier ein paar zusätzliche Sätze einbauen. Hier habe ich 3 Beispiele für euch, wie man es richtig macht. Guten Tag, mein Name ist Ricardo Costa da Silva. Ich komme aus Brasilien, genauer gesagt aus Rio de Janeiro. Rio ist eine sehr große Stadt. Dort leben über 6 Millionen Menschen. Jetzt wohne ich in München, in der Olympiastraße 43. Ich arbeite im Krankenhaus als Krankenpfleger. Ich habe schon in Brasilien ein paar Jahre als Krankenpfleger gearbeitet. Ich bin seit über 3 Jahren mit meiner Frau verheiratet. Wir haben 2 Kinder. Sie heißen Carlos und Rodrigo. Carlos ist 3 Jahre alt und Rodrigo ist 5. Beide gehen in den Kindergarten.
Meine Muttersprache ist Portugiesisch. Ich spreche ebenfalls sehr gut Spanisch und Italienisch. Zurzeit lerne ich Deutsch. Wie ihr gesehen habt, hat Ricardo nicht nur einfache Sätze gesagt, sondern immer ein paar zusätzliche Informationen gegeben. Das solltet ihr in der Prüfung auch machen. Schauen wir uns noch ein Beispiel an, was man in der Prüfung alles sagen kann. Auf unserer Patreon-Seite findet ihr alle unsere Videos zum Runterladen und weiteres Material zum Deutschlernen. Mein Name ist Adam Smith und ich komme aus Cleveland, aus den USA. Cleveland ist eine Stadt in Ohio mit knapp 400.000 Einwohnern. Im Winter ist es sehr kalt, aber der Sommer ist wundervoll. Vor 3 Jahren bin ich nach Berlin gezogen. Dort lebe ich in Charlottenburg. In der USA habe ich 5 Jahre lang Medizin studiert. Jetzt möchte ich in Berlin als Chirurg arbeiten. Dafür muss ich aber mein Deutsch verbessern. Ich bin nicht verheiratet und habe keine Kinder. Ich bin aber verlobt. Meine Verlobte heißt Samantha. Meine Muttersprache ist Englisch, ich spreche aber auch sehr gut Französisch und ein bisschen Deutsch. In meiner Freizeit lese ich gerne oder mache Sport. Das war sehr gut. Adam hat sogar ein paar Infos zu seinen Hobbys gegeben. Schauen wir uns noch ein letztes Beispiel an, wie es richtig geht. Mein Name ist Desna Charu. Ich komme aus Indien, aus Neu-Delhi. Neu-Delhi ist die Hauptstadt von Indien. Wir haben fast 22 Millionen Einwohner. Ich bin vor 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich habe 2 Jahre in Frankfurt gelebt und wohne jetzt in Dresden. In Indien habe ich als Softwareingenieur gearbeitet. Jetzt suche ich nach einem Job in diesem Bereich in Dresden. Ich bin seit 2 Jahren verheiratet und habe noch keine Kinder. Mein Mann arbeitet auch als Softwareentwickler. Ich spreche Hindi und Englisch. Zurzeit lerne ich Deutsch und Spanisch. Wunderbar. Wenn dieser Teil fertig ist, fragt euch der Prüfer noch 1 bis 2 Fragen. Diese Fragen könnten sein: Erstens, was möchten Sie in Deutschland machen? Zweitens, erzählen Sie uns ein bisschen von Ihrem Beruf. Und drittens, wie alt sind Ihre Kinder und was machen Sie? Der Prüfer kann euch auch eine spezifische Frage zu etwas stellen, das ihr erzählt habt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich spreche sehr gut Französisch, könnte die Frage sein: Wie haben Sie Französisch gelernt? Hier müsst ihr dann ein paar Sätze als Antwort sagen. Wichtig ist, dass ihr flüssig sprecht, macht euch nicht zu viele Gedanken über irgendwelche Fehler. Hier sind ein paar Beispiele für euch. Herr Costa, Sie haben gesagt, dass Sie in München wohnen. Können Sie uns ein bisschen mehr über die Stadt erzählen? Sehr gerne. München ist die Hauptstadt von Bayern. Die Stadt ist sehr schön. Es gibt viel Natur
und viele Sehenswürdigkeiten. Mein Lieblingsort ist der englische Garten. Hallo Herr Smith, Sie haben zum Schluss gesagt, dass Sie gerne Sport machen. Bitte erzählen Sie uns ein bisschen mehr. Natürlich, ich gehe in meiner Freizeit gerne ins Fitnessstudio. Wenn ich Zeit habe, dann gehe ich am Wochenende auch sehr gerne klettern. Außerdem gehe ich mindestens 2-mal die Woche laufen. Das ist wichtig, damit ich gesund bleibe. Frau Scharo, was genau möchten Sie in Deutschland machen? Ich würde gern als Softwareingenieur arbeiten. Ich habe schon in Indien in diesem Bereich gearbeitet und suche gerade nach einem Job in Dresden. Deshalb möchte ich unbedingt mein Deutsch verbessern. Nächste Woche habe ich ein Vorstellungsgespräch. Ich hoffe, dass ich den Job bekommen werde. Alles klar, liebe Schüler. Das war der erste Teil der mündlichen DTZ-Prüfung. Wir sehen uns im nächsten Video für den zweiten Teil. Bis bald.